straffes Kontrastprogramm heute aus der Champions League rein in die Bundesliga. Tabellen 18. Die Hertha steht ja kurz vor dem Abstieg in die zweite Liga, aber da sind noch andere Mannschaften mit dabei, die kämpfen um den Klassenerhalt. Unter anderem auch Preußen Münster, die sind leider wieder unten reingerutscht. Wir heute in Orange, also weder in unseren Heim- oder Auswärtstrikots. Apropos Trikots, gutes Stichwort. Ich habe eventuell, wenn es gut läuft, schon wieder eine Umfrage geschaltet für die nächste Saison. Ihr dürft wieder die Trikots bestimmen. Neue Heimtrikots, neue Auswärtstrikots. Das orangene Trikot bleibt. Dazu bin ich noch auf Suche oder schon auf Suche nach neuen Spielern für die nächste Saison. Also das Scouting hat schon bei mir begonnen. Vorbereitung für die nächste Saison. Wir sind mittendrin. Und mittendrin im Halbfinale der Champions League. Dort wartet ja kein geringer als der Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid. Und heute mit ein paar Änderungen. Ja, Duro unter anderem, Paxton, Aronson, Listesch. Wir mussten die Aufstellung ein bisschen umstellen. Es sind viele, die schon auf dem Zahnfleisch gelaufen sind. Und von daher heute mal eine etwas andere Truppe. Aber ich hoffe nicht weniger erfolgreich. Gegen den AC Mailand, super Spiel. Und ja, der Traum lebt vom Double. Nach wie vor Meisterschaft. Und die Champions League, das möchte ich gerne gewinnen. Mal gucken, ob es dann am Ende für 2 Titel, für einen Titel reicht oder vielleicht auch gar keinen. Ja, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Besonders hier in der Meisterschaft, in der Champions League. Klar, brauchen wir auch wieder 2 super Spiele gegen Real Madrid. Und der Hertha kommt über Thorsteinsson. Der nimmt es gleich mal mit allen auf, aber Demetrio. Auch vielleicht ein Abgangskandidat, genauso wie Ikitike. Für Can Usun werden, denke ich mal, ein paar Vereine anfragen. Mal gucken, jetzt ist Duro ganz frei. Der kann sich heute mal zeigen. Duro! Ja, es gibt die Ecke, da war er noch dran. Ja, Adingra gerade im Rücken gesehen, noch im Hintergrund. Fofana, also Yusuf Fofana, nee, Malik Fofana. Yusuf Fofana denke ich mal nicht, aber mal gucken. Mal gucken, wen wir nächste Saison verlieren, wen wir zusammenhalten können. Natürlich möchte ich den Großteil dieser Truppe zusammenhalten, aber wenn halt ein gutes Angebot jeweils reinkommt, da kann ich nicht nein sagen. Das sind auch gute Einnahmen für uns. Die nächste Chance. Auf jeden Fall will ich auf der Linksverteidiger- und Rechtsverteidigerposition ein bisschen was tun. Da mir irgendwie Upgrades holen. Da haben Brown und Rega nur eine 78, glaube ich, oder eine 77. Also da will ich dann schon reingehen in die 80, in die Gesamtstärke. Aber vielleicht entwickeln sie sich auch über den Sommer und kriegen ein großes Upgrade. Dann hat sich das erledigt. Achtung, wieder Thorsteinsson, Rega ist dazwischen. Und der nächste Angriff, Adingra. Also die Hertha versteckt sich nicht. Klar, die müssen auch auf dem 18. Platz. Da ist jetzt nicht viel mit verteidigen, aber auch hinten in der Defensive ganz schöne Lücken. Und der nächste Schuss von Duro. Oh, die hauen sich den Ball fast selber rein. Das kriegen sie dann aber merkwürdigerweise geklärt. Immer. Und jedes Team. Egal, ob die Letzter, Vorletzter sind oder Zweiter, Dritter sowieso. Das kriegen sie dann irgendwie geklärt. Aronson leider im Abseits. Ja, schönes Spiel, sehr spannend. Wie gesagt, Mainz steht noch mit unten drin, Münster, Hamburg, Freiburg. Und es sind noch nach diesem Spiel 4 Spiele. 4 Spiele, wo nochmal alles rausgeholt werden muss. Klar, wir müssen so ein bisschen haushalten mit unseren Kräften, schon mal schauen, mit Hinblick auf Real Madrid. Aber auch die Liga ist nicht zu vernachlässigen. Die Hertha ist da. Mazza, den wollte ich mir auch mal angucken. Der ist ja echt zu Leverkusen gewechselt. Und ich meine, die würden ja jetzt nicht irgendeinen Spieler holen, von dem sie nicht überzeugt wären. Aber mal gucken, was der dann so an Gesamtstärke hat. Oh, Demetrio. Ja, bei dem Regen ist das echt gefährlich. Du weißt nie, was der Ball macht. Ob er liegen bleibt, ob er noch ein bisschen weitergeht. Das weißt du halt immer nie. Aber ich weiß, dass wir auch damit gut umgehen können. Paxton Aronson, Duro in der Mitte. Ja, schade, wäre abseits gewesen, glaube ich. Aber nochmal Aronson, der setzt nach. Sehr schön, Listesch. Schön abgegrätscht. Das kannst du bei dem Ring natürlich gut machen. Guck mal, das Fofana. Die Doppel-6 deines Vertrauens. Und Adingra auch richtig guter Mann. Schnell, wendig. Und jetzt mal die Chance. Aronson gut gedreht. Schöner Schuss. Lopez im Tor. Also wir haben viele Aktionen, viele Schüsse. Nichts Zwingendes. So richtig. Aber wir sind da. Aber irgendwie nach dem Eckball auch einen guten Schützen. Ja, für Freischüsse, für Eckbälle, da müsste ich dann auch mal gucken, dass wir da jemanden haben, mit dem wir dann auch mal ein Freischusstor machen oder mit dem wir gute Ecken schießen können. Geklärt, Richter war da und jetzt Grobmeiners setzt sich da durch. Kriegt er den noch? Oh, aber wie? Junge, der macht das ja in Zeitlupe. Das Schussantäuschen, das ging gerade ein bisschen zu langsam. Achtung, die Hertha kommt.
Silfuig bauen wieder hinten rum auf. Mal gucken, wie das in der zweiten Halbzeit ist. Ob die Kraft da eventuell schon ein bisschen nachlässt. Ist ja oftmals so bei so Vereinen, die unten drin stehen. Aber es ist nicht ganz so einfach. So Vereine sind schwerer zu bespielen. Ja, schaut mal im Vergleich zum letzten Spiel, den AC Mailand. Da ging es ein bisschen leichter von der Hand. Jetzt so rückwirkend. Und die Hertha, die kommt. Die ist da. Richter. Da ist Cuisance, aber auch nicht so gefährlich. Nichts Weltbewegendes. Das ist halt auch wieder ein Geduldsspiel. Aber ich glaube, wenn hier erstmal ein Tor gefallen ist, ich hoffe natürlich für uns, dass der Knoten dann vielleicht geplatzt ist oder platzen wird. Spielt sich viel im Mittelfeld ab, ja, das ist jetzt so ein bisschen verflacht, aber es kann halt jeden Moment auch wieder in die andere Richtung gehen. Das ist halt das Ding. Mal gucken, die Hertha kommt. Dimitriou ist da. Ja, fairer Zweikampf. Jetzt fallen sie wieder übereinander her. Bisschen Fader von Brent Wade. Ja, wir stehen dazwischen. Sehr schön. Brown, das wird wahrscheinlich die letzte Aktion gewesen sein. Jawohl. Also ihr seht, ist ein hartes Stück Arbeit heute für uns. Sieht nicht unbedingt gut aus, gebe ich auch zu. Das ist mal wieder ein Spiel, wo man wirklich sehr, sehr viel Geduld braucht, sehr viele Nerven. Aber wir haben auch 6 Schüsse. Die Hertha hat nur einen. Wahrscheinlich der Abschluss von Cuisance gerade. Und ansonsten würde ich die Mannschaft halt erstmal so lassen. Ich muss die anderen auch mal schonen. Ich kann jetzt nicht nach 50 Minuten schon wieder wechseln. Die müssen sich auch mal ein bisschen erholen. Ausdauer und Kraft tanken für, ja, unter anderem Real Madrid. Da brauche ich sie dann wieder in Bestform. Mal schauen, vielleicht muss ich auch mal umstellen. Ich mache mal 4-4-2. Ja, das ist auch mit der Mannschaft hier möglich. 4-4-2 und vielleicht kriegen wir jetzt ein bisschen mehr Druck vorne, wenn wir 2 Stürmer haben. Ein bisschen die Abwehr in die Breite gezogen. Cuisance und Richter, Koopmeiners. Aber der gefällt mir in den letzten Spielen richtig, richtig gut. Das ist echt eine gute Stütze im Mittelfeld. Natürlich neben Fofana, der das auch richtig, richtig klasse macht. Hat ja gegen den AC Mailand unter anderem dann das entscheidende Ding gemacht. Aber gut, Dimitriou. Deswegen ist gut, dass wir 2 davon haben. Ja, Dimitriou und Koopmeiners, die machen das doch schon. Jetzt kommt Duro. Vielleicht mal mit einer Aktion gegen Hoffmann. Scheint ein Jugendmann zu sein. Und da ist der Knoten geplatzt. Hugo Duro, das freut mich. Wenig gespielt. Klar, weil Ekitike halt nun mal da ist. Aber vielleicht wird er nächstes Jahr Stürmer Nummer 1, wenn Ekitike wechselt. Oder vielleicht hole ich mir einen anderen. Vielleicht habe ich sogar schon jemanden auf der Liste. Oder mehrere, die ich habe beobachten lassen. Das wird alles sehr, sehr interessant in den nächsten Wochen. Und gerade dann natürlich in der Sommerpause, wenn es dann, ja, wenn es dann den Startschuss gibt für die Transfers. Aber Duro auch immerhin schon mit 12 Toren in 24 Spielen. Ja, also hat in 6 Spielen jetzt nicht gespielt, aber ansonsten hat er eine gute Quote. Also trifft in jedem zweiten Spiel. Und das ist natürlich auch, wenn die Konkurrenz dementsprechend nicht gewinnt, ein großer, großer Schritt in Richtung deutscher Meister. Ich weiß ja nicht, wie die Bayern spielen. Leverkusen ist auch noch mit dabei. Leipzig hat vielleicht noch Außenseiterchancen. Deswegen jeder Sieg jetzt hier gerade zum Ende der Saison ist Gold wert und ein Sieg in Richtung Meisterschaft. Oh, Abseits leider. Oder? Nee, kein Abseits. War auch wie im letzten Spiel. Da dachte ich auch vor dem 1-0 von Usun, oh, Abseits und habe schon abgewunken, aber das Spiel hat mich eines Besseren belehrt. Die Hertha kommt über Cuisance, über Kanga. Achtung, Kanga mit dem Weitschuss und Santos. Ja, der wird sich auch noch verbessern. Also alles, was Stellungsspiel betrifft und ja, einfach Sicherheit am Ball. Hält dann vielleicht auch mal den einen oder anderen unhaltbaren. Fabian Riese kommt rein. Der hat auch ein Potenzial bis mindestens 80, 81, habe ich letztens mal gesehen. Also von daher ist da auch noch ein bisschen was zu erwarten. Hertha kommt. Nächster Schuss, Dimitriou. Ist der Fels in der Brandung, der Grieche. Der wird auch gehen, glaube ich. Der hat, oder wird auch ein paar gute Angebote kriegen. Schöner Ball, Lissesch. Brown hinterläuft, schöner Ball und jetzt in der Mitte. Wer kommt? Duro ist da. Am ersten Pfosten richtig gut. Duro! Oh, schöne Technik. Mit rechts. Verpasst er das 2-0. Jetzt gibt es ein paar Wechsel. Ach, Herr Winkler. Der Drachenlord kommt rein. Ist sogar der Kapitän. Guckt euch das an, wo der sich hochgearbeitet hat. Von der Drachenschanze rein in die Startelf oder in die Elf der Hertha. Jetzt kommt aber erstmal Dimitriou und oh, Lissesch, der hat Platz, aber schieß, Junge.
Was wartet der denn da so lange? Gut angenommen und dann wartet er wieder. War irgendwie gerade Brain AFK, 900er Ping. Schade, da wäre echt mehr draus geworden. Na egal, weiter geht's. Listesh. Mit, ja, Paxton Aronson lässt durch. Ich wollte eigentlich, dass er an den Ball kommt. Fofana gegen Winkler. Sehr aggressiv, wie man ihn kennt. Aus Funk und Fernsehen. Und wieder Winkler. Wird da zugepresst, zugestellt. Ja, weiß nicht wohin. Das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass wir das gut nach vorne verteidigen. Dann geht es hinten rum bei der Hertha. Kanga außen, Brown hat er gesehen. Ja, passt gut auf. Also bei der Hertha, man sieht schon, warum sie da stehen, wo sie stehen. Also vielleicht nicht unbedingt auf dem letzten Platz, aber schon irgendwo unten, weil es geht halt einfach nicht so viel Zwingendes nach vorne. Das sieht zwar hier und da ganz gut aus, sehr gefällig, haben auch hier und da eine Chance, aber so richtig was bringen tut's nicht. Und ganz im Gegenteil zu Paxton Aronson, das bringt nämlich auf jeden Fall was. Wow, schönes Tor. Eine Viertelstunde vor Schluss stellt er damit die Weichen auf Sieg. Das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ich habe mir da nichts bei gedacht. Ich dachte, okay, probierst du es mal. Ich dachte, der geht wieder gegen den Gegner, aber da sieht der Keeper auch nicht gut aus. Der kommt ziemlich zentral, den kannst du auch halten. Wer immer da auch im Tor steht. Aber uns soll es egal sein. Uns ist das völlig egal. Also man sieht jetzt gar nicht, wie viel das Saisontor, aber der hat auch nicht viel. Vielleicht sein zweites, drittes Tor. Und für die Hertha wird es natürlich jetzt ja eine Mammutaufgabe, hier noch im Spiel zu bleiben und dann wahrscheinlich die Liga zu halten. Wir werden es dann am Ende des Spiels mal in der Tabelle begutachten. Aber noch sind sie da. Winkler, Achtung, Flanke kommt. Rega kommt nicht ran und schon sind sie wieder da. Ja, Hahohe Hertha BSC, da sind sie wieder. Auch völlig aus dem Nichts, also muss man sagen, das hat sich jetzt nicht unbedingt angedeutet und ausgerechnet Winkler mit dem Assist und dann ist es ja tatsächlich Fabian Reese. Rega verschätzt sich da, kommt nicht ran und dann ist das ja einfach auch ein gut platzierter Kopfball. Und dann ist es 10 Minuten vor Schluss doch nochmal unnötig spannend. Also muss man sagen, 4. Tor auch erst für Reese. Nun gut, also jetzt heißt es auch weiterhin kühlen Kopf bewahren. Im besten Fall noch aufs 3. gehen und dann das Ding hier endgültig entscheiden. Jetzt zum Beispiel die perfekte Antwort. Duro nochmal mit dem Rebound. Schade. Das wäre die perfekte Antwort gewesen. Jetzt gucke ich nochmal, ob wir wechseln können. Gut, 8 Minuten vor Schluss wird das jetzt auch nicht mehr viel bringen. Aber vielleicht immerhin. Nochmal ein paar frische Kräfte zum Schluss. Dann können wir vielleicht auch nochmal Ekitike reinbringen. Vorne als zweiten Stürmer Usun auf die linke Seite oder Fofana. Machen wir mal Fofana. Auf die linke Seite für Listesh hat er ganz gut gemacht. Aber ich glaube eher, dass so die Position als ZOM ihm mehr liegt. So, jetzt Ekitike. Aus Sicht der Hertha natürlich scheiße, dass ich so wechseln kann. Aber für uns gut, dass sie die Qualität auf der Bank haben. Aber das bringt uns jetzt hoffentlich auch die 3 Punkte ein. Matza nochmal, Reese. Außen über Cuisance, Rega, der hat gerade auch schon beim Kopfball nicht gut ausgesehen. Ah, die Hertha kommt. Ja, ohne richtigen Druck. Irgendeiner muss da jetzt mal drauf gehen. Achtung, Vorteil und Gott sei Dank. Gott sei Dank sind die vorne im Angriff so schwach, dass der Ball nicht reingeht. Nächster Angriff, Duro. Ja, zu schlampig. Zu schlampig. Adinger war außen völlig frei. Den hätte er freispielen müssen. Jetzt nochmal hinten sicher und gut stehen. Matza wird die letzte Aktion wahrscheinlich sein. 2 Minuten Nachspielzeit. Der dribbelt da so ein bisschen rum. Das darf er gerne machen. Genau, auch nochmal nach hinten rum. Das bringt nämlich viel mehr was für uns und somit rettet die Hertha uns den Sieg, so will ich das mal sagen. Also wenn sie nicht nach vorne spielen, uns soll es recht sein. Weitere 3 Punkte, ganz, ganz wichtig. Am Ende wurde es nochmal ein bisschen kribbelig, weil die halt nochmal rangekommen sind. Aber ich glaube unterm Strich auch heute ein verdienter Sieg.
Und ja, ein weiterer großer Schritt in Richtung Meisterschaft. So, hier sehen wir die anderen Ergebnisse. Bayern verliert in Mainz. Das ist natürlich sensationell gut für uns. Eine richtig gute Nachricht. Dortmund gewinnt. Leipzig habe ich gerade gar nicht gesehen. Und jetzt kommt zum nächsten Spitzenspiel. Leverkusen zu Hause. Oh weia, oh weia. Aber gut, wir haben nicht mehr viele Spiele. Die Leverkusener stehen unter Druck. Meiner Meinung nach. Also was heißt meiner Meinung nach? Es ist auch einfach so. Wir gucken das gleich nochmal in der Tabelle. Und ihr seht, ich habe schon ganz viele aktualisierte Scouting-Berichte. Da können wir ja mal gleich kurz zusammen drauf schauen, an wen ich so dran bin. Jetzt gucken wir erstmal, wie die Leverkusener drauf sind. Die haben momentan nicht so einen guten Lauf. 3 Spiele nicht gewonnen, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden, 2 Siege aus den letzten 5 Spielen. Aber die Startelf liest sich trotzdem immer noch auch besser als unsere. Also guck mal, alleine Oedegaard und Zaire Emery. Dazu noch Nathan Ake, Manuel Akanji, Wirtz, Boniface, Julian. Also das ist schon mal auch noch ein bisschen besser als das, was wir haben. Aber okay, Leverkusen ist Zweiter. Jetzt plötzlich geworden, haben die irgendwie noch ein Spiel weniger gehabt. So, was haben wir denn hier? Aktuelle Scouting-Berichte. So, schauen wir mal kurz rein. Oder ich zeige euch das mal anders. Ich zeige euch das mal hier auf der Liste. Transfers. Dann gucken wir mal Transferzentrale. Genau, die Leute, die kennt ihr ja schon. Die waren ja im Sommer schon heiß. Mal gucken, wie sie sich über den Sommer entwickeln. Ob ich mir davon nochmal irgendeinen hole. Aber hier mit Ferguson, da liebäugel ich. Vielleicht mit dem Abgang, wenn Usun geht, wäre das wahrscheinlich der perfekte Spieler. Ein Ersatz, den hatten wir ja auch schon. Knutzen, an was ich wieder hier denke, ey, mein Gott. Also dann haben wir Nilos Dimitriou. Da bin ich halt immer noch der festen Überzeugung, dass das der Bruder ist von unserem Dimitriou, weil der auch dasselbe Gesicht irgendwie hat. Dann ein Stürmer, Daniel Fieler, groß gewachsen, 1,90. Großes Torhüter-Talent, Gregor Masson, 2,1 Meter. Ja, schon mal so ein bisschen vielleicht als Ersatz für Kaura Santos oder als Nummer 2. Thiago Santos hat auch gute Werte, 85er Potenzial, neuer Rechtsverteidiger. Frank Weber, auch junger deutscher Spieler. Das ist irgendwie ein neu generiertes Talent, gehe ich von aus. Der hat jetzt schon eine 80, wäre so für Brown, denke ich mal, ein Ersatz. Und Benjamin Keller, einfach weil es auch ein Spieler ist mit großem Potenzial, 19 Jahre jung. Die Spieler musst du halt rechtzeitig und früh holen. Dann kosten sie nicht so viel Geld. Ja, andererseits musst du halt dich doppelt und dreifach blöd zahlen, wenn du diese Spieler bekommen willst. So, als allerletztes, also so sieht's aus, ne? Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen und jetzt möchte ich gerne nochmal auf die Tabelle gucken, mit euch gemeinsam. Leverkusen Zweiter, die Bayern haben sich, glaube ich, verabschiedet aus dem Meisterschaftsrennen. Es sind nur noch 12 Punkte zu vergeben. Das wird ganz, ganz schwer. Also die Bayern sind, glaube ich, raus, die Leverkusener. Das ist jetzt das entscheidende Spiel. Wir haben 7 Punkte Vorsprung. Ja, wenn wir gewinnen, sind wir Meister. Dann haben wir 10 Punkte Vorsprung bei nur noch 9 zu vergebenen Punkten danach. Also das nächste Spiel ist schon mal ein Matchballspiel. Wir können 3 Spieltage vor Schluss deutscher Meister werden. Münster, um Gottes Willen ist das spannend. Mainz, Köln, Hamburg, Münster, Freiburg. Durch 5 Punkte, 6 Punkte getrennt. Die Hertha ist, glaube ich, weg. Die hat jetzt 8 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und auf den Nicht-Abstiegsplatz. Die sind, glaube ich, abgestiegen. Aber dann Mainz, Köln, Hamburg. Münster hat noch ein halbwegs gutes Torverhältnis. Ja, also, wir machen es kurz und knapp. Das nächste Spiel, wenn wir das gewinnen, sind wir Meister. Bei einem Remis eigentlich auch schon sicher. Dann sind es halt 8 Punkte, nee, 7 Punkte. Das dürfen wir uns dann aber nicht mehr nehmen lassen. Je nachdem, wie die Bayern spielen. Wenn die natürlich gewinnen, wir verlieren, wird es nochmal ein bisschen spannender. Aber wir setzen voll auf Sieg. Also, nächstes Spiel gegen Leverkusen ist ein Matchballspiel. Sollten wir das gewinnen, sind wir deutscher Meister. Mehr gibt's nicht zu sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.